Hallo, hier ist Guido, der Radwanderer, und hier ein paar Impressionen von der Transkimbikra, einem Bikepacking-Event von Hamburg nach Skagen und wieder zurück, zum Teil basierend auf den Eurovelos 3 und 1. Es geht also in der Mitte von Dänemark hoch bis nach Skagen und dann an der Nordseeküste wieder runter nach Hamburg. Ich habe dafür genau 100 Stunden gebraucht. Und das Bikepacking-Event findet normalerweise früh im Jahr im März statt. Ihr habt das oft genug verfolgt. Man konnte im Internet so ein paar Bilder sehen davon und sah, wo die Teilnehmer sind, wie lange die so brauchen. War zum Teilweise sehr, sehr hart, weil das Wetter sehr kühl war oder Schneefall war und die Teilnehmer abbrechen mussten, weil die Schneewehen so hoch waren. Ja, und dieses Event fand einmal auch als sogenannte Sommer Edition statt, mitten im Jahr. Und da habe ich gedacht, das mache ich mal mit. Es gab so 16, 17 Anmeldungen, glaube ich. Auch aus Russland kam eine, also aus allen Teilen kam die Anmeldung. Und gekommen sind aber nur 4 Teilnehmer. Wovon einer denn, der am weitesten anreiste, aus Wien, der hatte ein Problem, technisches, und musste dann aufgeben. Der hatte Speichenbrüche. Ja, so sind dann also 3 Teilnehmer einmal die Strecke gefahren. Und den einen Teilnehmer, den Frank, komischerweise, den habe ich immer wieder gesehen, obwohl auf so eine lange Distanz hätte ich gedacht, das verteilt sich schneller und man sieht sich dann nie wieder. Wir sind also immer wieder zusammengefahren und haben dann nachher auch Skagen zusammen erreicht und haben da unsere Beweisfotos gemacht. Denn die Spielregeln sind so, man macht an einigen neuralgischen Punkten ein Foto von sich und stellt das in eine WhatsApp-Gruppe ein. Und wer mag, das hatten auch alle in dem Fall, hatte eine Software auf seinem Phone und dann konnte man hin und wieder seinen Standort hochschicken auf eine Webseite, sodass dann alle sehen konnten, wo man gerade war oder ist. Dänemark ist voll mit sogenannten Sheltern. Da gibt es eine App und dann kann man die Dinger finden und da kann man dann übernachten, sodass keiner ein Zelt mitnehmen musste. Wir haben also sehr leicht, waren wir am Reisen, Schlafsack mit. Der war in meinem Fall auch viel zu billig, muss ich sagen, so ein 20-Euro-Teil vom Discounter, und habe die Nächte also nicht wirklich gut geschlafen. Also erholt war ich nachher nicht mehr und bin dann nachher auch mehr Fahrrad gefahren, als dass ich dann irgendwie mich zum Schlafen hingelegt habe. Vielleicht deswegen auch die 100 Stunden dann. Hier sieht man so ein Shelter zum Beispiel, die sind oft sehr schön gelegen. Man hat Schwierigkeiten, die ohne App zu finden. Teilweise sieht man die halt mal beim Vorbeifahren. Und hier auch mal ein paar Bilder von der Wegbeschaffenheit. Also es war nicht nur Straße, also das meiste war natürlich Straße, also Teer. Aber der Pfad ging wirklich, war sehr, sehr schön geführt. Dänemark ist ein klasse Radland. Da kann man also ruhig und ohne viel Verkehr ziemlich sicher reisen, meist bei gutem Wetter. Wir hatten anfangs leider ziemlich viel Regen, sodass der erste Tag und die erste Nacht waren feucht bis komplett nass, je nachdem, wo man war. Und hier sieht man, dass ich zum Beispiel, ich hatte eine Solarzelle mit, eine ganz kleine allerdings nur, die reichte dann nicht, sodass ich dann manchmal Zwangspause hatte bei irgendeinem Restaurant, wo ich mir eine Kleinigkeit zu essen holte, aber hauptsächlich eher die Akkus laden wollte. Und so fährt man dann und reist seine Kilometer runter durch ein schönes, hübsches und sonniges, flaches Dänemark. Und wie man sieht hier, kaum Verkehr. Macht dann hin und wieder bei irgendwelchen Übergängen über Gewässer seine Fotos, schickt die hoch auf die WhatsApp-Gruppe, kauft sich ab und zu was zu essen, wie jetzt hier auch, ein Baguette gekauft, vorne irgendwie Lachs, Bananen und so weiter, unter die Gummi-Expander. Und das war jetzt meine letzte Übernachtung hier, da habe ich dann eine Bushaltestelle genommen, weil ich dann nachts einfach keinen Shelter gefunden habe. Oder teilweise sind die Shelter dann keine Shelter, sondern es sind Shelterplätze, wo man dann doch echt mal ein Zelt braucht. Das ist also hinterm Deich hier, die Fotos, kennt bestimmt jeder, das ist in der Nähe vom Ringkøbing-Fjord. Wer Dänemark ein bisschen kennt auch Ringkøbing-Fjord. Und das ist schon Esbjerg da, diese Figuren sind recht bekannt. Und immer wieder ein bisschen was zu essen gekauft, aufs Rad drauf. Und dann, das war mal eine richtige Mahlzeit, da ging das mit dem Zucker und mit dem Keksen dann nicht mehr, musste das mal sein. Und dann ging es halt in den letzten Abend. Ich habe mich dann auch noch verfahren, hier, das ist ein Foto eben gewesen vom Kanal, mehr dazu dann aber im
ganzen Film oder in den Teilen von dem ganzen Film. Ja, wir sehen uns. Tschüss.